Guten Tag, mein Name ist Roger Götzendorf und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man mittels eines Webservices, und zwar ganz speziell über einen Webhook, aus Documware-Indexfeldern, auch aus Tabellenfeldern, einen Stempel in Documware setzen kann. Wir wollen diesen Buchungstext umgebrochen und getrennt durch einen Separator, in diesem Fall sind das Sterne, durch Leertasten getrennt, in den Stempel gestemmt wird, wie wir hier sehen. Wir wollen, dass die Zahlungsbedingungen als einfacher Text auch in den Stempel gestempelt werden und wir wollen, dass aus der Kontierungstabelle die Vorsteuer und der Nettobetrag gestempelt werden. Dazu definieren wir als erstes einen Stempel. Wir nennen ihn EF-Robot 1 und wir fügen beliebig viele Felder hinzu. Hauptsache, das, was wir stempeln wollen, ist darstellbar. Wenn wir bis zu 20 Felder stempeln wollen, das ist die Grenze von Documware, dann müssen wir einfach entsprechende Benutzereingaben hinzufügen, einfach OK drücken und bis zu 20 Felder hinzufügen. Hier empfiehlt es sich übrigens, den Benutzernamen auszublenden, weil dies ja ein technischer Benutzer sein wird. Weiterhin müssen wir den Standard Web Service definieren, wie wir hier sehen. Das ist in diesem Fall etarius.com webhook mit entsprechendem Benutzer und Passwort. Wenn wir das testen wollen, müssen wir diese Eingaben speichern und können sie dann testen. Passend dazu müssen wir einen Webhook zu diesem Webservice konfigurieren. Wir sagen, dass dieser Webservice Webhook angetriggert wird durch eine Indexänderung, ähnlich wie im Workflow. In dem Fall ist es der Fall, wenn das Feld Stempel Robot enthält und dieses Feld sich geändert hat. Die Felder, die wir verwenden wollen, finden sich hier in dem HTTP Request Body. Schauen wir mal an, wie der Body aussehen kann. Wir brauchen auf alle Fälle die File-Kabinett GUID, damit der Webservice weiß, wo er etwas ändern muss. Wir geben im ersten Fall den Begriff Teststempel mit ein. Da dazu kein Indexfeld existieren wird, wird dieser Text einfach 1:1 in den Stempel übernommen. Wir haben dann den Buchungstext. Er wird in den Stempel übernommen und auch die Zahlungsbedingungen werden in den Stempel übernommen. Die Besonderheit ist beim Buchungstext, da wir dort diesen Separator, diese Stern-Leertaste, Stern-Leertaste gefunden haben, was wir hier definieren als Stamp-Robot Split, das wird dazu führen, dass dieser Text im Stempel umgebrochen wird. Was die Tabellenfelder betrifft, hier müssen wir den Tabellennamen angeben, den entsprechenden Feldnamen aus der Tabelle und wir können ein Label für den Stempel vergeben. Das Ergebnis sehen wir hier. Gemäß der Stempelangaben wird Datum und Uhrzeit angestempelt. Der feste Text Teststempel, da kein Feld dazu gefunden wurde, wird angestempelt. Der Buchungstext als solcher, wie gefunden und getrennt durch den entsprechenden Separator, wird umgebrochen, Test 1 und Test 2. Und die Zahlungsbedingungen werden angestempelt gemäß ihres Inhaltes. Und aus der Kontierungstabelle werden Netto- und Steuerschlüssel jeweils in den Stempel übernommen. Viel Spaß mit einem Etarius Webhook.